ja, wir haben 10 vor 9. Heute wollte ich gar nicht aus dem Bett rauskommen. So der Versuch, sich auf die Rückenlage einfach aufzurichten, ist grandios gescheitert. Die Bauchmuskulatur wollte überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind es eigentlich nur noch 200 Kilometer bis zum Rhein. So, da haben wir das erste Schiff des Tages, von hinten angeschlichen. Ja, gut, dass ich außerhalb der Fahrrinne fahre. Ich habe es nicht bemerkt. So, Frühstückspause und Einkaufspause beendet und auf geht's. Für einen Sonntag bin ich auf jeden Fall mehr als gerüstet. Muss man wirklich mal den Main begradigen, so über Tunnel und Brücken. Dann könnte die Schifffahrt wahnsinnig viel Kilometer sparen, wenn man es einfach geradeaus durchlegt. Okay, vielleicht müssen ein paar Ortschaften weichen, aber ansonsten über Brücken und Tunnels geradeaus durch. Hier scheint eine Speedboot-Poserstrecke zu haben. Hier fährt der eine schon dann rauf, runter, rauf, runter. Na, da war einer im Motor etwas überhitzt. Der raucht gut. Wir trennen Speedboot gegen Motorboot. Wer wird gewinnen? Oh, das Motorboot gibt auf. Es gibt auf. Die Mona hat auch schon bessere Tage gesehen. Die wartet hier wohl, dass sie vom Rost versenkt wird. Man sieht, die nächste Schleuse ist voraus und die Sportbootschleuse scheint auch zu funktionieren. Ist geöffnet. Wie man das Glück mit Löffeln gefressen. Die Schleuse steht im Oberwasser. Eine weitere Umschleusung geglückt. Und auf geht's zur nächsten Schleuse. So, jetzt beginnt hier scheinbar eine Weinbaugegend. Vielleicht sollen wir jetzt doch mal eine Flasche Rotwein holen. In so einer Gegend nüchtern im Kajak zu sitzen, ist ja fast eine Schande. Also ein Schiff ist auch irgendwie immer landschaftshebend.
Da kommt noch von vorne ein fetter Fisch daher. Ein Schubverband. Kanada Gänsekolonie. Nilgänse. Super lange Schleife. Beeilen. Dann kommen dann da hinten, sehen wir gerade noch, da kommt irgendwann wieder raus. Und so etwa Scheitelpunkt von der Schleife, ja, etwas rechts versetzt. Aber ich habe es ausnutzen müssen, dass da ein landschaftshemmendes Element kommt. War etwas zu früh dran. So, das ist hinter der Krümmung. Oder fängt schon wieder die nächste Krümmung an. Da haben wir Kälbel auf der Weide. So, dann machen wir einen größeren Vergleich. Ja. Eine ausgewachsene Kuh und da ist das Kälblein. Ja, sowas siehst du selten. Und gleich ein Kälblein beschützen, wenn sowas daherkommt. Okay, das ist wieder einer, der ohne Leine einfach auf der Welle surft. Nur Obacht geben, diese Bohlmann unangenehme Wellen. Oh, blub, 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 blub. Schade, wenn man ein Schiff braucht, ist keins da, weil hier müssen die Wellen richtig hoch reinlaufen. Der Sand ist nass bis oben hin, da muss ganz schön Wellen reinkommen. Und auch so, also hat er ganz schöne Gezeiten, kann man sagen. Zieht sich wieder zurück. Und das Schiff hat auch schon losgerissen. Ja, zieht sich noch weiter zurück.
so weit zurück, dass das Schiff trocken liegt. Also ich glaube nicht, dass es das Boot hier verursacht hat. Vielleicht doch, auf jeden Fall. Vielleicht, da muss ein größeres Schiff kommen. Jetzt habe ich ja Glück. Ja genau. Da kommt es, da kommt es. Schauen wir mal, wie hoch die Wellen laufen. Ja, so, die ersten Wellen kommen rein. Natürlich kommt ein Schiff, ich sag mal, wenn es von oben käme, würde vielleicht mehr Wellen reinhauen, aber schauen wir mal. So, schaut das Wasser gut zurück. Tschüss, weg ist es. So, und jetzt kommt wieder mit Macht zurück. Ja, ein richtiger Mini-Tsunami. Wow. Sauber, sage ich. Ja. Immer ich das Schiff retten? Die Welle ging bis oben hin. Sauber, sage ich. So, nochmal eine Welle, die den Strand drauf rauscht, aber nicht mehr ganz so hoch. Jetzt noch mal eine. Wusch, die fließt wieder bis rauf. Da habe ich gedacht, das hat ja eine super Wirkung. So, jetzt geht es wieder Abi das Wasser. Das Schiff kam gerade zur rechten Zeit. Hurra, es kommt wieder zurück. So ist brav. So, ich glaube, aber das war's jetzt. Es sieht so einigermaßen ruhig aus. Aber es kommt natürlich noch eins. Und da kommt die zweite Schleuse des Tages. Ja, hoffentlich parken die Schiffe hier nicht meinen Ausstieg zu. Aber das Gute ist, wenn die das hier verursachen, die Strompolizei ist gleich da. Nicht zu früh geungt, da hat es einen Ausstieg. Nicht mal ein Längsausstieg, mal ganz was anderes. Und das Schöne ist, die Schleuse im Oberwasser, da ist kann vorher ein Motorboot raus, ein kleines. Ja, das ist die Frage. Das Sport, was rausgekommen ist, das kam nicht aus der Schleuse. Die Schleuse ist gesperrt. Bis was in der Großschifffahrt geht, dauert eine Stunde. Ich kann natürlich jetzt, aber ich glaube, ich nachher doch hier runter. Die steilen Treppen halt ziemlich leer machen, runterrutschen lassen und dann hier rein. Auf Podest kann man sich stellen, ist nicht allzu rutschig, das könnte funktionieren. Die Bremse, die ich geschlagen habe, um einfach durchzuziehen. Und jetzt gibt's Hardcore.
Nee, das geht ganz gut. Ich kann es halten. Und die Frage, wie ich es da unten ums Eck kriege. Aber diesmal habe ich das Loch voll zugemacht. Und dann wieder, wenn es ein bisschen untertaucht, das Wasser reinläuft. Ja. Und halt ein bisschen rüber gedrückt. Jetzt müsste es funktionieren. Jawohl. So, drinnen wäre es schon mal. Man wird halt faul, wenn man immer Schleusen hat. Dann ist sowas auch schon auf einmal ein Problem. Aber es ging eigentlich ganz gut. Man ist einfach verwöhnt, wenn man immer wieder Schleusen hat. So, Umtragung beendet. Ja, wir haben schneller als auf einen großen Pott zu warten. Das ist nicht mal in Sicht. So, der faule Klaus ist draußen, hat die Umtragung beendet. Schon unglaublich, wie faul man wird, wenn man ums Hindernis ohne Schleuse rum muss. Das geht ja gar nicht. Das bodenlos, dass man sich so plagen muss. Aber ich hab's geschafft. Hurra! So, und wenn man ganz ehrlich ist, ich schätze mal, wenn man sich beeilt, ist man mit Schleusen, wenn das Wasser unter Wasser ist und muss das reinlassen, rauslassen, alles, schätzt man, da ist man mit dem Tragen eigentlich schneller. Vorausgesetzt, man beeilt sich. Der ist mit Gepäck. In dem Bereich ist die Fahrrinne richtig schmal wie schon lange nicht mehr. Also schöne Burg. Na, schauen wir mal, wenn wir näher dran sind. So, hoffentlich funktioniert die Lenkung bei dem Schiff, weil da muss es eigentlich ganz brutales Kurve machen. Hat funktioniert die Lenkung. Die Kurve hat geklappt. Soll ich ihn wieder sparen und gebe ich da nicht abschießen? Okay, er geht nebendran. Ich glaube, da war Schönes gefunden. Vielleicht kann man da hoch weit rausschleifen mit meinem Boot. Wir müssen einen ortskundigen Einheimischen finden, der nicht ein Problem werden, indem man sagt, wie ich das Boot drauf komme. Ich habe einen ortskundigen Einheimischen getroffen. Ich habe da einen Weg gefunden. Oh, okay. Der Aufstieg auf dem Boot hat sich gelohnt.
Besichtigung der Burg kostet 2 Euro. Wo ist der Feind? Nicht zu sehen. Ganz schön Treppen steigen. Also mit schlechtem Schuhwerk sollte man hier vielleicht nicht drauf gehen auf die Burg. Muss eigentlich vorher gewarnt werden. Da zahlt man dann 2 Euro und dann scheitert man an der Treppe. Das wäre natürlich interessant. Also wenn man wollte, da lang und das Hintertor einfach überklettern. So, es geht hier eine richtig große Wendeltreppe hoch. Hallo. Ich glaube, es fällt nicht sonderlich auf, wenn ich mich einfach dazu geselle.
Ja, der Azur Camping in Reichwald hat geschlossen, laut Google Maps. Ja, der Forelle bis in die Lava raus, geht keiner ran. Aber keine Ahnung, dann ob die Strömung hinhaut. Ja, wie spät? 19 Uhr. Naja, wird was finden. Vorne hast du einen Campingplatz. Und wenn der es dann nicht gehen sollte, dann hättest du mit dir schon mal was ganz Praktisches. Oder da, okay.